Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Casio MDV 106, eine sehr coole Taucheruhr mit Pepsi-Lünette. Ich habe das Video gerade für euch aufgenommen und gehe darauf ein, was mir an dem Modell besonders gut gefällt und was mir weniger gut gefällt und auch auf die zahlreichen Farbvarianten der Uhr. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hi und herzlich willkommen nochmal zum Unboxing der Casio MDV mit der Pepsi-Lünette. Die Uhr wird auch Casio Duro genannt und wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal genauer an. In dieser Verpackung kommt das Modell. In diesem Fall ist es ein US-Modell. Warum und weshalb, das sehen wir gleich nochmal. Es gibt die Uhr zwar auch in Deutschland, allerdings dann mit einem etwas anderen Design. Darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Jedenfalls ist die US-Verpackung diese hier, dieser Umkarton. Und ich würde sagen, wir packen die Uhr einfach mal direkt raus, schieben sie dafür hier aus der Verpackung. Und dann sehen wir hier auch gleich die Modellbezeichnung. Und zwar ist das die MDV-106B-1A2CV. Wieder eine sehr lange und ja, lange Bezeichnung. Und wir machen den Karton auf und sehen, dass die Uhr dann in diesem Aufsteller ausgeliefert wird, was ich persönlich sehr cool finde. In dem Karton ist sonst erstmal weiter nichts. Ich packe den mal ganz kurz zur Seite hier. Genau, dieser Produktaufsteller, beziehungsweise auf diesem Produktaufsteller kommt die Uhr. Und ja, die Kameraperspektive ist jetzt die falsche, aber man kann das Ganze dann auch so hinstellen. Wahrscheinlich steht sie in den USA dann auch so in vielen Vitrinen, könnte ich mir gut vorstellen. Hier unten ist so ein kleines Fach, wo die Bedienungsanleitung sich drin befindet. Und ja, die packe ich jetzt mal nicht aus. Ist, denke ich, nicht so spannend für die meisten von euch. Es gibt hier dann noch so eine Folie, die um den Aufsteller übergestülpt ist. Und dann sehen wir das gute Stück auch schon. Ja, mir gefällt dieser Auslieferungszustand bzw. die Verpackung sehr gut, weil ich diesen Aufsteller einfach cool finde. Ich kann mir vorstellen, dass es auch gerade für Sammler ganz cool ist, wenn man den Aufsteller hat und vielleicht auch mehrere Varianten der Uhr und die sich so nebeneinander stellen kann. Genau, und ich mache sie jetzt einfach mal ab von dem Aufsteller. Dafür muss man hier einfach das Armband lösen bzw. öffnen, die Dornschließe. Hier seht ihr nochmal den Aufsteller und hier sehen wir dann die Uhr, die wieder eine freundliche Leihgabe eines Arbeitskollegen ist, muss ich hier nochmal an der Stelle sagen. Das ist nicht meine eigene. Er selbst hat die Uhr in ganz vielen verschiedenen Designs, gibt sie in verschiedenen Modellvarianten bzw. Farben. Und in dem Fall ist es hier die Pepsi-Variante. Und genau, wenn wir uns die Uhr einfach mal anschauen, sehen wir hier auf 3 Uhr das Datum und die Lünette, die mit einer blauen und roten Unterteilung farblich markiert ist. Und auf dem Ziffernblatt sehen wir dann hier diesen ikonischen Marlin. Das ist auch das größte Unterscheidungsmerkmal zu der Variante, die hier bei uns in Europa erhältlich ist. Soweit ich weiß, gibt es die Modellvariante mit dem Marlin, der hier auch nochmal auf dem Gehäuseboden sich wiederfindet, nur in den USA aktuell. Man kann sie zum Beispiel über Amazon bestellen. Sie wird dann aber aus den USA verschifft oder beziehungsweise geliefert. In Europa kann man die gleiche Uhr kaufen, allerdings dann ohne diesen Marlin auf dem Ziffernblatt und auf dem Gehäuseboden. Was ich eigentlich ziemlich schade finde, weil die Uhr dadurch einfach nochmal einen ganz anderen Charakter bekommt und auch viel mehr diesen Taucheruhren, Hochsee, Fischerei-Look, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall verbinde ich das damit so ein bisschen mit diesem Marlin. Und ich persönlich finde es
ein cooles Detail der Uhr und würde mir die Uhr auch wahrscheinlich nur mit diesem Marlin kaufen. Obwohl ich die andere Variante auch cool finde. Ich habe die Batman-Variante vor kurzem gesehen ohne den Marlin. Batman bedeutet einfach blaue und schwarze Lünette dann. Und das sieht eigentlich auch sehr cool aus, aber wenn man das Modell einmal mit dem Marlin gesehen hat, dann will man es, denke ich, auch haben. Und ja, im ersten Moment fühlt es sich sehr gut an, die Uhr. Also trotz dessen, dass es hier eine Quarzuhr ist, hat man auch ein ganz schönes Gewicht in der Hand. Also wirkt auch sehr wertig, das Gehäuse. Und ja, auch das Armband macht im ersten Moment einen sehr guten Eindruck. Wir sprechen hier über eine Uhr im Preisbereich von ca. 70 Euro, wenn man sie bei Amazon jetzt bestellt. In den USA ist sie, glaube ich, sogar noch deutlich günstiger erhältlich bei Walmart. Ich glaube so um die $50 circa. Aber hierzulande muss man dafür so um die 60 bis 70 Euro, je nach Angebotspreis gerade, hinblättern. Und ja, bekommt dafür im ersten Blick oder im ersten Moment eine wirklich sehr schön verarbeitete und wertig anmutende Taucheruhr. Und ja, als nächstes würde ich sagen, fahren wir fort mit den Maßen der Uhr. Das gehört ja hier mal so ein bisschen dazu. Ich hole den Messschieber raus und wir messen einfach mal den Gehäusedurchmesser. Casio gibt hier 44 mm an und ich komme hier auf handgemessene 44,1 mm, kommt also ziemlich genau hin. Beim Lack-to-Lack haben wir, ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Lack-to-Lack messen, aber ich komme hier auf einen Wert, wenn ich jetzt hier die Armbandseite nehme, von 48,7 mm. Die Edelstahlhörner sind, glaube ich, noch minimal breiter. Ja, da komme ich so auf einen Wert von 49 mm. Das ist so der breiteste Punkt, beziehungsweise der längste Punkt. Und auch das ist, denke ich, für die allermeisten noch sehr gut tragbar. Die Gehäusehöhe messen wir natürlich auch nochmal. Da komme ich auf einen Wert von 12,3 mm. Und auch das ist für eine Taucheruhr, denke ich, immer noch sehr, sehr schmal. Da gibt es ja deutlich andere Breiten bzw. Höhen, die es dann teilweise dann auch schon schwieriger machen, so eine Uhr unter einem Hemd oder Ähnlichem zu tragen. Aber diese Maße sollten den allermeisten, denke ich, ganz gut passen. Und ja, das Armband besteht aus Resin, soweit ich es gelesen habe. Hat hier eine Dornschließe, die man auch aus Casio G-Shock Modellen oder von Casio G-Shock Modellen kennt. Kommt mir jedenfalls so bekannt vor und wirkt so, als wäre es die gleiche Schließe wie bei G-Shock Uhren, die ich auch habe. Und ja, auch das Armband könnte aus meiner Sicht das einer G-Shock sein. Wirkt sehr hochwertig, trägt sich auch sehr angenehm, hat in dem Fall eine Breite von, also die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Ja, bisschen falsch gemessen. So muss man es ungefähr, hier 21,9, aber es sind 22 mm, also Wechselbänder mit 22 mm passen an die Uhr. Und ja, ich habe das Modell auch schon an vielen verschiedenen Armbändern gesehen, also sowohl NATO-Bänder als auch Leder- oder Kunststoffbänder bzw. Kautschukbänder passen dem Modell sehr gut. Also es ist eine richtige Strap Queen auch, die Uhr. Lässt sich so nochmal wirklich auch stark verändern, der Look. Also man kann sie hochdressen, beispielsweise mit einem Lederarmband, oder halt den sportlichen Look genießen an einem Kautschukband oder an einem Resinband, wie hier jetzt im Auslieferungszustand. Und ja, ist halt auch ein sehr klassisches Design, so auch ein bisschen an die Submariner angelehnt, würde ich fast sagen. Die Lünette klickt mit 120 Klicks und rastet auch sehr sauber ein. Ich zeige euch das Geräusch mal hier ein bisschen am Mikrofon. Ich muss dafür kurz den
Kameraraum verlassen. Aber ich finde, das klingt sehr satt und sehr schön. Rastet, wie gesagt, auch cool ein, beziehungsweise sehr sauber ein. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass die Griffigkeit der Lünette aus meiner Sicht nicht die beste ist. Aber es ist halt so ein kleiner Kritikpunkt. Wir haben hier eine Taucheruhr mit 200 Meter Wasserdichtigkeit. Im Gegensatz zu anderen Taucheruhren ist die Uhr allerdings nicht IP-zertifiziert, also es ist keine offizielle Taucheruhr nach IP76-Zertifizierung, glaube ich. Ich muss nochmal nachschauen, wie der genaue Prüfzyklus da heißt. Wir sehen hier auch auf dem Gehäuseboden die Aufschrift Water Resistant 20 Bar und hier nochmal die genaue Modellbezeichnung. MDV 106 und ja, dann auch noch das Casio-Logo und den ikonischen Marlin, der wirklich sehr cool aussieht und auch den Gehäuseboden nochmal aufwertet. Der Gehäuseboden ist verschraubt, wie es sich für eine waschechte Taucheruhr gehört, und auch die Krone ist verschraubt, was ich auch sehr cool finde. Und ja, also wirklich eine coole Uhr. Und als nächstes würde ich sagen, probiere ich sie einfach mal an. Vorher muss ich kurz die Casio Taschenrechneruhr ausziehen. Das Video dazu kann ich euch auch nochmal verlinken, falls ihr es auch noch nicht gesehen habt auf dem Kanal. Genau, und ich trage sie jetzt einfach mal, oder beziehungsweise ziehe sie mal an mein 6,5 Inch Handgelenk. Das sind circa 16,5 Zentimeter. Etwas mehr, ich glaube, es sind 6,7 Inch, also knapp 17 Zentimeter Handgelenksumfang, die ich habe. Und so sieht das Ganze bei mir dann aus. Ich bin mir persönlich so ein bisschen unsicher, ob mir die Uhr nicht vielleicht einen Ticken zu groß ist. Bin ja selber aktuell so ein bisschen ein Fan von kleineren Uhren. Aber wenn ich sie so sehe, gefällt sie mir eigentlich immer sehr gut. Also dadurch, dass mein Arbeitskollege sie jetzt auch in verschiedenen Farben hat, habe ich auch verschiedene Farben schon probieren dürfen. Und auch die dunkelblaue gefällt mir sehr gut. Und immer wenn ich sie im Arm habe, denke ich, oh, eigentlich brauche ich die auch. Aber ich bin mir dann immer so ein bisschen unschlüssig wegen der Größe. Eigentlich passt sie ganz gut. Aber ich bin, wenn sie jetzt in 42 mm erhältlich wäre, hätte ich sie auf jeden Fall schon längst gekauft. So bin ich immer so ein bisschen am Hadern, ob sie vielleicht nicht doch etwas zu groß ist für mich. Das Armband ist jetzt hier. Bei meinem Handgelenk habe ich noch quasi drei Löcher zur Verfügung. Könnte es auch noch enger tragen. Dann hat man wieder so ein bisschen das Problem, dass das Band hier so leicht übersteht, weil es ein Ticken zu lang ist für mich, für meinen Handgelenksumfang jetzt persönlich. Aber für die anderen etwas breiteren Handgelenke, da wird das Problem dann nicht auftreten. Das Ziffernblatt hat auch einen leichten Sonnenschliff, den man hier sieht und der gerade bei Lichtanfall auch optisch sehr edel wirkt, finde ich. Kommt sehr cool. Und auch die Lünette mit Edelstahl-Inlay funkelt ganz cool im Licht. Also ich finde, dass das optisch wirklich einiges hermacht, das Modell. Wenn man den Preis betrachtet von 70 bis 80 Euro circa, kann man hier wirklich überhaupt nicht meckern. Also man kriegt eine sehr hochwertige Uhr, die am Handgelenk aus meiner Sicht nach deutlich mehr aussieht. Ich kann euch gleich nochmal einen kleinen Loomshot einblenden. Wir haben nämlich hier auch noch eine Leuchtmasse auf den Stundenmarkierungen und auf dem Zeiger, auf den 3 Zeigern vermerkt, beziehungsweise ist der Leuchtmasse darauf enthalten. Und genau, ich zeige euch einfach mal einen kleinen Loomshot. Muss ich leider wieder mit der Handykamera aufnehmen und euch hier nachträglich einblenden, weil unter dem
Studio-Licht hier sieht man das Ganze dann einfach nur schlecht, beziehungsweise gar nicht, weil das Licht einfach zu hell ist. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz auf die Varianten ein. Ich werde euch hier jetzt einfach mal ein Bild einblenden. Es gibt die Uhr im klassischen Schwarz. Da hat sie auch einen sehr berühmten Träger oder beziehungsweise ja, Vorbesitzer oder Schrägstrich Besitzer mit Bill Gates, der die Uhr auch so ein bisschen berühmt gemacht hat. Er trägt das Modell in Schwarz und ja, finde ich, sieht auch sehr cool aus. Dann gibt es sie mit grüner Lünette. Für alle, die so ein bisschen auf der Suche nach einer erschwinglichen Kermit-Variante sind, beziehungsweise Starbucks, nicht Kermit, sorry. Starbucks, so nennt man ja Uhren mit grüner Lünette und schwarzem Ziffernblatt. Auch wieder ein bisschen an die Rolex Submariner angelehnt. Dann gibt es die, wie hier im Video, mit der Pepsi-Lünette. Dann eine Variante mit blauer Lünette und blauem Ziffernblatt. Das Blau auf dem Ziffernblatt ist in dem Fall sehr cool. Ich habe sie live mir ansehen können. Und ja, es ist eine tolle Uhr, die wirklich auch sehr, sehr hochwertig aussieht, wenn man sie dann sieht. Also meine Favoriten sind eigentlich die Pepsi und die dunkelblaue, die ich live gesehen habe. Und dann gibt es noch eine Batman-Variante und eine, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, eine mit goldener Lünette und auch schwarzem Ziffernblatt. Ich glaube, das ist eine der neuesten Modellvarianten. Und das sind dann insgesamt 6 Ziffernblatt- und beziehungsweise Lünettenvarianten, die erhältlich sind. Und ich denke, da ist fast für jeden Geschmack was dabei, wenn man auf diesen Taucheruhren-Look steht. Und halt auch darauf, dass sie etwas größer ist mit 44 mm. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es da noch eine 42 mm Variante geben würde. Und das i-Tüpfelchen wäre für mich auch so ein Solarantrieb und natürlich auch ein Saphirglas. Ich persönlich wäre bereit, für so eine Modellvariante auch deutlich mehr zu bezahlen. Also 42 mm Solarantrieb und Saphirglas Casio, falls ihr das mal sehen solltet. Und ich bin sofort dabei. Aber auch so bin ich aktuell wirklich am Grübeln, ob ich mir dieses Modell nicht auch zulege. Ich habe sowieso Lust auf eine Pepsi-Uhr. Und da ist dieses Modell, denke ich, wirklich zu einem fairen Preis definitiv eine Überlegung wert. Wenn man diesen Pepsi-Look mag, ist natürlich jetzt eigentlich für GMT-Uhren geeignet, um eine zweite Zeitzone ablesen zu können. Aber in dem Fall ist es einfach Optik, die trotzdem auch sehr cool kommt, finde ich. Und ja, ich denke, dann können wir auch schon zum Fazit der Uhr kommen. Für wen ist sie geeignet? Für alle, die auf der Suche nach einer günstigen Taucheruhr sind, die trotzdem optisch sehr wertig ist, 200 Meter wasserdicht ist. Und da zweifle ich auch nicht daran, dass es wirklich so ist. Casio ist da wirklich dafür bekannt, diese Werte auch locker zu erreichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ja letztendlich sogar noch deutlich mehr als 200 Meter wasserdicht ist. Ist ja oft so, dass Taucheruhren dann diese Werte auch noch deutlich überschreiten. Toller Look, klasse Sommeruhr, denke ich auch. Also gerade mit den Farben passt sie, denke ich, super zum Sommer. Und ja, für alle, die sich für Taucheruhren interessieren und jetzt nicht allzu viel Geld in die Hand nehmen wollen, ist das eine absolute Kaufempfehlung. Also man bekommt ein ikonisches Design, in Anführungsstrichen Rolex Submariner Look für einen schmalen Taler in Relation zum Originalmodell natürlich. Und also wirklich viele negative Punkte kann ich an dieser Uhr wirklich nicht finden. Die einzigen Kritikpunkte, die ich habe, sind wie gesagt der etwas zu große Durchmesser für mich, obwohl ich sie, denke ich, auch noch tragen kann. Ich hätte sie, wie gesagt, gerne in 42 mm. Und ja, ein Solarantrieb wäre natürlich noch nett, aber das sind halt auch in der Preisklasse natürlich Anforderungen, die man nicht haben kann. Für den Preis kann man wirklich eigentlich nicht meckern und eigentlich nicht groß was gegen diese Uhr sagen. Schön wäre es vielleicht auch noch gewesen, wenn sie hier nochmal diesen Marlin auf der Krone integriert hätten.
Die ist aktuell nur poliert und einfach in der Edelstahloptik. Sieht aber trotzdem cool aus. Das wäre auch nochmal so ein cooles, ja, weiteres optisches Highlight von dieser Marlin-Variante. Aber sonst kann man wirklich nicht meckern für den Preis. Coole Uhr. Und wenn ihr sie schon mal im Visier habt, kann ich sie euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, ich denke, das soll es dann auch gewesen sein zu dem Modell. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche sie dann zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo des Kanals würde ich mich auch freuen. Alles klar, macht's gut. Danke fürs Zuschauen.